Es ist Winter. Mittag um 12 Uhr, das ist etwa das höchste der Gefühle von Helligkeit. Ganz viel Schnee ums Haus düst. Wir hatten die Nacht minus, ich glaube, 22 gehabt. Und ja, hier muss ich mir noch etwas einfallen. Das ist schon etwas in Sinn. Aber es sollte eigentlich helfen, isolieren. Das Auto, das Eiskrügeli. Da gefriert oben alles. Ja, dann bringst du die Tür nicht mehr auf. That's how you do it. Es ist jetzt Mittag. Die Sonne ist auf ihrem höchsten Stand. Sie war noch knapp über die Bäume. Aber das Licht. Oh, der Feinschnee hier. Das Licht ist einfach pures Gold. Und die tägliche Massnahme für ein paar Sonnenstrahlen reinzubekommen. Heute ist es, glaube ich, nicht so anstrengend. Weil es noch so eine dünne Schicht drauf. Die Fiona hat alles abgespitzt. Oh ja, alles neu betoniert. Funktioniert. Unser neuestes Experiment. Das ist unsere Sandbatterie. Ist voll mit Sand und ein abgewinkeltes Blech drin. So sieht das aus. Guten Morgen. Minus 26 Grad. Schon kalt. Das Auto seit knapp jetzt 2 Stunden eingesteckt. Die Heizung der Tinn läuft an. Sind wir doch gespannt, ob er anspringt. Er läuft, aber er tönt ein bisschen wie ein Traktor. Ja, ich lasse jetzt mal noch 10 Minuten so laufen. Ja. Jetzt tönt er anders. Ist da vorne schnell anhalten? So. Wir fahren jetzt gleich von Lomavietonen Richtung Killer an. Hier sind die 2 Seen mit der Brücke. Schon schön. Sieht wunderschön aus, die Schneekristalle, Eiskristalle am Fenster. Aber das bedeutet auch, es ist kalt. Auch hier im Schlafzimmer. Schaut den Blick. Ist das nicht wunderschön? Aber ja, minus 27 Grad haben wir heute am Morgen gehabt. Das ist der Rekord. Und jetzt heisst es einfach Daily Business. Feuern, heizen. Dass wir da die Temperatur ein bisschen höher bringen. 14 Grad, es war 13,3 als ich angefangen habe zu feuern. Ja.
Und im Wohnzimmer haben wir jetzt 19 Grad. Das ist völlig okay. Und jetzt gerade minus 24 Grad draussen. Gefrorenes Wasser zum Zweiten. Wir haben hier minus 27 Grad. Aber da, ist ja, was gesagt, das ist Eis. Das sind so die Tage, die nur noch anschiessen. Weil nebst allem scheiß Wasserzeugsgang ist jetzt noch unser Haupthahn hier. Das ist da, wo alles Wasser ins Haus kommt und dann da in die Tour geht. Da ist uns jetzt auch noch eingefroren. Jetzt haben wir gar kein Wasser mehr. Muss jetzt da rüber. Yes. Bravo. Hiva! Jetzt kommen wir da einfach aus dem Boden, bis das Zeug gedauert ist. Ja, Ah, genau. So weit oben wie möglich lassen. meine Fresse! Sehr gut. Also, schon einen Schritt weiter. Die Hauptleitung kommt jetzt hier rauf. Mal. Wir haben Wasser. Wir haben wieder Wasser, es ist wieder aufgetaut. Und hier ist der Teil, der Schlauch, der übergeht zum Boiler. Und es macht mega Sinn, den Haupthahn und den Schlauch möglichst früh in den Raum zu nehmen, dass er die Raumtemperatur hat. Haben wir jetzt gelernt? Genau, haben wir jetzt gelernt. Und das, ja. Okay, let's do it. So, dass man es sieht. Die Leitung ist gefroren. Pures Ice. Mal, es ist fein isoliert. Mhm. Ui, 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 ja. Nicht zu fest aufwühlen. Da, schau. Das ist die Stabilisierung. Yes. Kommt gut, kommt gut. So, und uns jemand sagen, wir sind nicht krisenfähig. Also ich bin es nicht. Aber es zwingt mich. Es ist wieder angeschlossen. Und jetzt machen wir hier wieder alles zu. Wie hier so viel grusiges Material wie möglich rein. Genau. Boden wieder drin. Boden wieder zu. Noch abschrauben. Und dann... Und dann schauen, ob das Wasser geht. Let's test my first self-made pellet. So after 1 minute in really hot amber, it finally started to burn. Wer schon mal ein Halloumi gegessen, der kennt das Geräusch. Ui, das ist glatt. Mhm. Der See. Die Sowjetonnen. Das neueste Projekt ist, hier das Garage machen. In die letzten 2 Tage. Hier alles entmüllt, den Boden rausgenommen, in Stück gesagt.
sie auch immer machen, wenn es so kalt ist. Da die Ködergrube leeren. Ist jetzt eigentlich schon fast leer. Dann, ja, nach Holz rausschneiden, mit dem heizen wir. Schon gleich kommt die Teli dran. Die ist, musst halt noch aufpassen. Zum Teil einmal in den Kopf angeschlagen und dann kommt schon Sackmehl von oben runter. Die Teli langsam muss schneiden, alles verbrennen. Echt das ganze Zeug abbauen, ja. Ja, auch weisst du, das Auto hier aus dem Schnee herpasst mit seiner Farbe, ist es jetzt einfach weg. Wo ist es echt? Wo ist es echt? Oh, ist es vielleicht hier? Noch mal schauen. Da hat doch das Auto nie Platz bei diesem grünen Türli. Mal den Stecker wegnehmen. Haha! Yeah! Yeah, wir haben eine Garage. 2 Tagbücher vom Feinsten. Hidden Secrets. Ha? Geil, oder? Wenn es am Morgen frisch geschneit hat, so wie heute, also es ist 10:30, aber es ist erst hell geworden. Das Rausgehen ist immer sehr lustig, weil man die Tür fast nicht aufbringt. So hat es geschneit die Nacht. Wow. Aber es hat irgendwie auch etwas mega Beruhigendes. Also, dass ich schon wieder Schnee schaufeln muss, natürlich. Heute Nacht hat es mega viel geschneit. Wunderschöner Neuschnee. Aber nebst dieser Traktorspur auf diesem Weg ist da hier zu unserem Haus keine Spur. Jetzt müssen wir alles schnell räumen. Yeah! Sehnlichst erwartet. Schneeräumung kommt. Hier zur neuen Garage haben wir jetzt schon selber geräumt. Libanen, komm, kannst schnell räumen. So, tschüss. Und merci vielmals. Wow. Einfahrt frei, Einfahrt frei. Das Morgenrot um 12:30 und ein Schneeschuhwanderer. Schnee. Wie findest du Schneeschuhe laufen? Es ist ein bisschen anstrengend in diesem Schnee. Ui. Und es hat Hannenlacher.
Mega viel Schnee. Du musst glaube ich ja. Wow. Schon wieder am Weihnachten. Ist doch krass. Aber schön wohnen wir. Ja. Voll im Winter. Wenn wir schon am Filmen sind, dann tun wir doch mal normalisieren, wie es in einem Haus normal kann aussehen kann. Ja. Aber so, dann ziehe ich mal die Schuhe ab. Also Schuhe, das sind einfach so Riesenmonster Stiefel. Hier haben wir das Holzlager, das Innenholzlager, den Teppich, den ich gewebt habe, unser super Ofen. Küche. Sofa mit dem ersten Teppich, den ich gewebt habe. Esstisch. Saftbar. Ja, und jetzt erinnert ihr euch vielleicht an die Wand, die ja noch total anders war. Das Chemie, das anders war. Die Tilly, die anders war. Und an diese Wand. Ja, ist vielleicht etwas gegangen. So schön. Am 15. Dezember, 10 vor 2 am Nami. In einer halben Stunde wird es schon wieder ganz dunkel. Der Pastor hat gerade etwas mega Wichtiges gebracht. Das ist natürlich im Winter Aktion, gell? Wir müssen es im Winter kaufen. Und ich flicke jetzt hier noch den Boden fertig. Schon fast fertig. Unser neues Greenhouse. Ich bin am Fasten, das ist unglaublich. 480 Kilo in der Tasche. Boah, das ist fertig. Es muss einmal einiges passieren im Leben. Die Straße ist hier. Und ich bin jetzt eben da aus im Tiefschnee. Wir haben mega schön gehabt, es ist kein Baum und nichts, aber ja. Rausgezogen. Von einem Öl.
Look at your tire Prinz. Ja. Das. Ja. Ah, yes. Needs a bit more time, but 19. Dezember, 4:09 Uhr am Morgen. Es wird wieder mal ein schöner Tag. Oder sagen wir schöne 3 Stunden. Das ist ein bisschen das, was wir vor Sonne haben. Schau jetzt, das ist unsere Mittagssonne vom Feinsten. Sonnenuntergang am Weihnachtstag. Wow. Einfach magisch. Die Sonne selber haben wir noch nicht gesehen. Aber so lange, wunderschöne Sonnenaufgänge und Untergänge in einem quasi. Toll. Ist auch fein dort. Mhm. Ich habe etwas Neues entdeckt. Ich glaube, das ist weißt du nicht, auch ein Müsli. Irgendein Tier, das letzte Nacht ins Holzlager ist. Schon gefroren. Es gefriert. Schau. Ich sehe es gar nicht. Schon gefroren. Es gefriert gerade. Ja, jetzt sehe ich es. Ja. Yeah. Wow. Absoluter Temperaturrekord. Minus 35,1. Noch nie in meinem Leben erlebt. Man sieht jetzt noch so kleine Details. Das ist unsere Haustür. Das ist echt der Regel zum Gespliessen. Und das Weisse, was du da siehst, das ist Eis. Fenster innenseitig, das ist Eis. Die Heizungen laufen voll.